sind hier in Dornbirn in unserer Produktion. Wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter, sind ein familiengeführtes Tischlereiunternehmen. Wir haben aktuell 3 Mitarbeiter mit Beeinträchtigung. Ich bin Geschäftsführer seit 4 Jahren, 2018, und das war ungefähr zeitgleich, hat mein Sohn die Diagnose bekommen, dass er im Autismus-Spektrum ist. Oder? Und das war früher nie ein Thema für uns, dass wir beeinträchtigte Mitarbeiter anstellen. Aber ich habe mir dann halt gedacht, irgendwo wird mein Sohn ja auch mal arbeiten müssen. Oder? Und das hat mir dann bewogen, darüber nachzudenken, wo können wir jemanden bei uns integrieren, sinnvoll. Oder? Und wir sind dann ziemlich schnell drauf gekommen, dass wir haben ungefähr 8 Lehrlinge immer, oder? Und die sind einen großen Teil ihrer Arbeit sind sie auch mit Aufräumen beschäftigt, oder? Und da haben wir die Idee gehabt, wir suchen jemanden, der uns da unterstützt, oder? Einfach zum Ordnung halten da drinnen, aufräumen, ein bisschen Maschinenwartung, im Außenbereich arbeiten und so weiter. Also wir haben ja 3 Mitarbeiter, oder? Einer ist eben für wie so eine Art Hausmeister bei uns, wo sich um alles kümmert. Dann haben wir eine Mitarbeiterin, die unterstützt uns bei der gesamten Lagerwirtschaft. Oder? Kommissionieren, schauen, welche Elektrogeräte da sind, für welche Kommissionen, oder? Abchecken, warum die Teile noch nicht da sind, oder? Telefonieren und so weiter. Der dritte Mitarbeiter, der Florian, oder? Den haben wir eingestellt, weil wir einen Bedarf nach jemandem gehabt haben, der uns Zustelldienste machen kann. Oder? Weil ich immer, wenn wir für andere Firmen was produziert haben, dann müssen wir das zustellen. Oder? Und da habe ich auch immer jemanden aus der Produktion rausziehen müssen und dafür abstellen. Oder? Und dann hat sich ergeben, dass der Florian auch noch eine Tischlerlehre hatte, oder? Was natürlich für uns toll ist. Oder? Weil er nicht nur die Zustelltätigkeiten machen kann, sondern wenn dort mal nichts zu tun ist, können wir ihn auch in der Produktion einsetzen. Oder? Ich bin 37 Jahre alt, aus Dornbirn, habe ursprünglich Tischler gelernt, habe mich noch für den zweiten Bildungsweg noch entschieden, habe Matura nachgeholt, habe noch ein Studium abgeschlossen, der Geologie, und bin jetzt wieder zurück im quasi alten Gewerbe. Grundsätzlich arbeite ich da halt fast bei allen Sachen mit. In der Möbelfertigung, nach dem Zuschnitt halt die Korpusse, die Möbel zusammenbauen, entfertigen und dann, was vor allem meine Aufgabe ist, die Möbel noch ausliefern. Also halt aufladen und dann zur Kundschaft bringen, abladen und manchmal auch bei der Montage halt der Einbau bis zur Endfertigung. Durch meine Beeinträchtigung, weil die war beim AMS gemolden und die haben mich noch zum Dafür vermittelt, und mein Ansprechpartner dort da sind wir eigentlich dann ziemlich schnell mit der Firma da in Kontakt gekommen, und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen, und so ist das Arbeitsverhältnis dann zustande gekommen. Ja. Da hat es halt diesen Kontakt gegeben, oder, zu Dafür, da sind sie zu uns gekommen. Oder. Hat es eine Bedarfsaufnahme gegeben, was braucht ihr, wen haben wir, und die haben halt einen Pool aus Mitarbeitern. Und wenn dort jemand dabei ist, der aktuell einen Job sucht, oder, wo auf unser Profil passt, dann wird halt der Kontakt hergestellt. Hat es ein Erstgespräch gegeben, hat ihm gezeigt, was er zu tun hat und so weiter. Und das hat dann gleich einmal gut funktioniert. Florian schon mal davor einmal kennengelernt gehabt, und letztes Jahr hat er sich einfach bei mir gemeldet und hat gesagt, er ist jetzt wieder auf Jobsuche, geht ihm gut, und er sucht einfach einen Job, unter anderem vielleicht eben in der Tischlerei oder in ähnlichen Betrieben. Und zu dieser Zeit war das da gerade wunderbar, weil sich die Firma Hase & Kramm an unser Betriebsservice gewendet hat und jemand gesucht hat mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung genau für den Job, den Florian jetzt ausübt. Und dann haben wir ihn einfach beworben,
ihm vorgestellt, seine Beeinträchtigung vorgestellt, dass Rücksicht genommen werden sollte. Haben eine Schnupperwoche organisiert und die hat gleich so wunderbar gut geklappt, dass als ich am Ende der Schnupperwoche gekommen bin, sie gesagt haben, er fängt gleich morgen an. Am Anfang hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass halt manche ein bisschen verunsichert sind, wie sollen sie jetzt mit der Situation umgehen oder quasi wie können wir jetzt mit dem Mitarbeiter, also wie können wir den anfassen, in Anführungszeichen. Aber es hat dann am Anfang eben eine Besprechung gegeben mit allen Mitarbeitern, wo man das halt angesprochen hat, dass wir im Unternehmen da mehrere Mitarbeiter haben, die beeinträchtigt sind und dementsprechend auch weniger arbeiten. Und ab da war es nachher überhaupt kein Problem. Also ganz im Gegenteil, es wird zuvorkommen, es wird auf die zugegangen, man hilft. Das war einwandfrei. Ich finde die Arbeit toll, genieße es, habe das früher gern gelernt und ja, bin gern wieder da am Arbeiten. Ja, wir hatten allerdings Startschwierigkeiten, oder? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die Leute von dafür, die haben uns da so gut unterstützt, oder? Dass wir jetzt jemanden haben, wo wir super zufrieden sind. Oder? Der ist ganz toll fürs Betriebsklima, oder? Hat sich sehr gut integriert bei uns, ist jemand, der die Stimmung richtig hebt bei uns im Betrieb. Oder? Und vor allem sind wir drauf gekommen, dass wir ihn für andere Tätigkeiten auch noch einsetzen können. Also wir haben da einen richtigen Mehrwert daraus generiert. Auch wenn es jetzt gerade sehr gut läuft und alles gut geklappt hat, sind wir auf Dauer einfach auch bereit und stehen zur Verfügung, wenn Fragen vom Betrieb oder von Florian auftauchen oder Unterstützungsbedarf da ist, dass wir dann gerne einschreiten und tatkräftig unterstützen. Es ist einfach schwierig am Arbeitsmarkt überhaupt Mitarbeiter zu finden. Oder? Und eben auch wegen meiner privaten Situation ist es mir einfach ein Anliegen gewesen, oder? Wenn es jemanden gibt, oder? Erstens brauche ich jemanden, oder? Und wenn ich dann noch jemanden unterstützen kann mit der Beeinträchtigung, dann haben beide Seiten gewonnen. Durch die Förderung ist auch der Druck von den Mitarbeitern weg, oder? Dass sie sofort in 100% Leistung kommen müssen. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, es fallen keine Lohnnebenkosten an bei Mitarbeitern mit Beeinträchtigung. Was ich dir sagen kann, ist, dass ich bei allen 3 Mitarbeitern das Gefühl habe, dass sie stolz sind, bei uns zu arbeiten, weil wir einfach auch in der Umgebung einen guten Namen haben. Und ich glaube, dass sie auch froh sind, dass sie hier bei uns sind. Es beruht wirklich auf Gegenseitigkeit. Ich kann das jedem Unternehmen aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen nur empfehlen. Einfach den Schritt aus der Komfortzone machen und es probieren. Sie bekommen definitiv Unterstützung.